Es geht um die Macht. Das ist die organisierte Kriminalität, von der wir sprechen. Das sind Selbsttäter, die sadistische Persönlichkeit haben, die das so ausleben wollen. Ja? Menschen, die einem kleinsten Kind Gewalttaten antun, die sich ein empathiefähiges Gehirn sogar nicht vorstellen will. Der Körper wird Tiere werden eingesetzt, dass Tiere angestiftet werden, das Kind zu... Und wir sprechen bei einem Mädchen alle möglichen Arten von... Und das wird alles angewandt, um... Mindseed mit Leon Heimann. Die meisten Menschen verbinden Psychologie mit Heilung, Selbsterkenntnis und persönlicher Entwicklung. Valeria Petkova ist Psychotherapeutin und beschäftigt sich dagegen mit etwas ganz anderem. Und zwar mit der Frage, was passiert, wenn genau dieses Wissen genutzt wird, um Menschen zu manipulieren, zu kontrollieren oder ihren freien Willen zu beeinflussen. Als Psycho- und Verhaltenstherapeutin arbeitet sie seit Jahren mit schwer traumatisierten Menschen und genau diese Arbeit hat sie zu Themen geführt, über die kaum öffentlich gesprochen wird und die kontrovers diskutiert werden. Ich wollte dieses Gespräch führen, weil ich verstehen wollte, wo wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse enden, wo persönliche Schlussfolgerungen beginnen und warum das Thema Manipulation für so viele Menschen eine so große Faszination, aber auch Skepsis auslöst. Denn unabhängig davon, wie man einzelne Aussagen bewertet, bleibt eine wichtige Frage. Wie können wir verhindern, dass psychologisches Wissen gegen Menschen eingesetzt wird, statt ihnen zu helfen? In dieser Folge sprechen wir über Manipulation, Angst, Gruppendynamiken, Täternetzwerke, kritisches Denken und darüber, was eine Gesellschaft braucht, um geistig frei zu bleiben. Und wenn dir Gespräche wie dieses hier gefallen, dann würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal kostenlos auf YouTube oder Spotify abonnieren würdest. Denn damit unterstützt du den Kanal und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Valeria. Die meisten Menschen verbinden Psychologie mit Heilung, Selbsterkenntnis oder persönlicher Entwicklung. Du beschäftigst dich dagegen mit einer unbequemen Seite der Psychologie, ihrem Missbrauch. Wann wurde dir zum ersten Mal klar, dass psychologisches Wissen immer wieder strukturell genutzt wird, um Menschen zu beeinflussen, zu manipulieren oder sogar zu kontrollieren? Hallo Leon, danke für die Einladung heute. Super Frage. Danke für diese Frage. Ich bin tatsächlich Diplompsychologin und seit 10 Jahren approbierte Psychotherapeutin, also psychologische Psychotherapeutin. Und arbeite auch seit 10 Jahren ambulant in einer Praxis in Berlin. Und seit Anfang an war mein Fokus die Traumatherapie, komplexe Traumatherapie. Das war durch die Ausbildung, die Begegnung mit dieser Gruppe Patienten war für mich das Sinnstiftendste, was ich überhaupt erleben konnte, auch über die Wissenschaft hinaus, weil ich davor in der Wissenschaft tätig war. Und so war es für mich klar, dass ich nach der Approbation vorwiegend mit komplexen Traumafolgestörungen arbeiten werde. Und nach Jahren Erfahrung kamen irgendwann auch Betroffene von der organisierten sadistischen Gewalt, die ich so nicht geahnt hatte. Also ich war da sehr naiv. Ich hatte gar keine Ahnung, dass es auch solche Strukturen gibt, solche Formen von Gewalt. Ich hatte sehr viel schon mit komplex traumatisierten Menschen gearbeitet, die dann zu Hause extreme Gewalt überlebt hatten. Aber es waren keine organisierten Netzwerke. Und als dann die erste Frau zu mir in die Praxis kam, musste ich gefühlt neu anfangen zu lernen. Und das, was mich sehr überrascht und sehr betroffen gemacht hat, ist, wie wenig Informationen oder wie wenig Hilfe es auch für die Therapeuten gibt, die mit dieser Gruppe von Betroffenen arbeiten.
Es war eine sehr traumatisierende Zeit tatsächlich auch für mich, weil die Geschichten, also die Biografien, die da beschrieben werden, übersteigen jegliches Vermögen, das am Stück zu verarbeiten, sogar als Traumatherapeutin, wohlgemerkt. Aber durch die Empathie konnte ich nicht diesen Menschen fallen lassen. Ich konnte jetzt nicht sagen, das ist mir zu viel, ich will nicht, ich kann nicht, sondern ich habe mir gesagt, okay, ich mache das jetzt. Habe mir dann sehr viel Hilfe versucht zu organisieren über Supervision. Ich habe viele Bücher gelesen, teilweise gleichzeitig so in dieser Hektik. Ich wollte schnell herausfinden, womit habe ich es hier zu tun und was wäre dann eine adäquate Therapie. Und es war wirklich erstaunlich, wie wenig es, nicht nur wie wenig es dann an Tools gibt, sondern wie kontrovers das. Also ich habe dann entdeckt, ich bin hier in einem Thema reingeraten, was wohl sehr kontrovers ist, wo man mit fast schon Feindseligkeit begegnet wird, dass man als Verschwörungstheoretiker oder als False Memory, also falsche Erinnerungsanstifter gilt, wenn man ein paar Stichworte erwähnt, wo ich dachte, warum? Also warum soll ich mir irgendwas ausdenken und es meinen Klienten da einreden, wenn es umgekehrt ist, ich bin kurz vor Ertrinken aus lauter Traumatisierung von dem, was ich höre, und das sprengt jegliche Vorstellungskraft, wie was da an sadistische Gewalten angetan werden. Und da war ich sehr verblüfft. Und was mich aber auch noch verblüffter gemacht hat, ist, wie tatsächlich schwierig es ist, diesen Menschen aus diesem Gehorsam, aus dieser Loyalität hinaus zu begleiten. Es ist ein wirklich unbeschreibliches Gefühl zu wissen, jede Woche arbeite ich mit jemandem und ich merke aber, wie resistent diese Loyalität ist, diese Gehorsam. Und wir sprechen von Menschen, die über 60 Jahre alt sind, die also wirklich schon die mehr als die Hälfte ihres Lebens hinter sich haben und trotzdem in einem, ich nenne das Gehorsam, Loyalität stecken, also wirklich in diese Strukturen gefangen geblieben sind. Und das wollte ich studieren. Ich wollte das für mich begreifen, wie erreichen die Täter das? Wie erreichen die Täter diesen lebenslangen Gehorsam? Und wie der Zufall es will, also diese erste Begegnung war im Jahr 2020. Und als ich dieses sogenannte Studium, ich nenne das Studium der Antithese, ich benutze so Hegelien Semantik hier. Also ich habe dann angefangen, weil ich dann plötzlich mehrere solche Betroffenen hatte. Es waren so über Kollegen kamen die überwiesen und dann konnte ich die Varianz zwischen den Betroffenen filtern, also weil die kamen aus unterschiedlichen Ecken von Deutschland, aus unterschiedlichen Gruppierungen und so konnte ich diese Differenzen dann filtern und mich auf die Ähnlichkeiten konzentrieren. Und somit habe ich dann angefangen, das by proxy, wie man das auf Englisch sagt, also über die Betroffenen dann die Täter zu studieren oder deren Vorgehensweise, wie erreichen die das. Und in dieser Zeit, wo ich das für mich angefangen habe zu studieren, zu entdecken, erfolgte dann auch die Pandemie, also die Pandemiepolitik. Und Elemente der Politik haben mich dann plötzlich stutzig gemacht, weil ich Parallelen gesehen habe zwischen dem, was ich so für mich entdeckt habe und was ich dann gesellschaftlich beobachtet habe. Und da bin ich aufgehorcht und meinte, okay, das muss ich mir jetzt auch angucken. Ist das jetzt ein Zufall? Bilde ich es mir nur ein? Sehe ich jetzt überall Gespenster? Was ist jetzt los? Also was passiert hier?
Und so mein erster Eingang in dieses Thema Missbrauch der Psychologie war das Thema Nudging. Also dass die Verhaltensökonomie benutzt wird, um Menschen auf eine für die unbewusste Art in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ja, deren Meinung, deren Verhalten, deren Entscheidungen. Vor einiger Zeit wuchs in mir der Wunsch, mein Spanisch endlich auf ein neues Level zu heben und die Sprache wirklich flüssig sprechen zu können. Am Anfang habe ich viel mit Apps experimentiert, muss dann aber schnell feststellen, um eine Sprache wirklich meistern zu können, ist echter Unterricht mit einer Lehrkraft einfach deutlich effektiver. Genau deshalb freue ich mich sehr, italki als Partner dabei zu haben, denn italki ist eine Sprachlernplattform, auf der du ganz flexibel 1:1 Stunden bei qualifizierten Lehrern oder auch Gruppenstunden buchen kannst. Das Besondere ist, dass hinter den Lehrern echte Menschen stecken, die individuell mit dir an deinen Kenntnissen und deiner Aussprache arbeiten. Mir hat das Training mit Carla sehr geholfen, denn durch ihr direktes Feedback konnte ich alle meine Fragen loswerden und habe beim Sprechen sehr viel mehr Sicherheit gewonnen. Das Ganze funktioniert völlig unkompliziert. Du suchst dir genau die Lehrkraft aus, die zu dir passt und zahlst ganz ohne Abo nur die Einheiten, die du auch wirklich in Anspruch nimmst. Als Tipp, für Schüler ist italki übrigens auch eine wunderbare Ergänzung, falls gezielt Unterstützung in einer Fremdsprache gebraucht wird. Und wenn du es selbst ausprobieren willst, mit dem Code MIND4 bekommst du 10 Euro geschenkt, sobald du Stunden im Wert von mindestens 20 Euro buchst. Den Link und den Code findest du wie immer in den Shownotes. Sichere dir das extra Guthaben und bring dein Sprachlevel auf die nächste Stufe. Und das saß nicht gut bei mir. Also ich konnte es nicht so sitzen lassen. Ich dachte, das kann man nicht machen. Erkenntnisse über die Menschen, die man in der Psychologie sehr wohl gewinnt. Ich meine, die Psychologie gibt es jetzt seit über 100 Jahren als Wissenschaft, als eine Disziplin, als Forschungsdisziplin. Und in diesen 100 Jahren sind extrem viele Daten, extrem viele Informationen gesammelt worden, wie die Menschen so ticken, wie sie sind, wie wir wahrnehmen, wie wir denken, wie wir es entscheiden, wie wir handeln. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war vorwiegend von den Behavioristen geprägt und deren Ziel war tatsächlich, das Verhalten so dermaßen kennenzulernen, dass sie das nicht nur vorhersagen, sondern auch kontrollieren oder steuern. Also das war eine ziemlich klare Absicht, bereits schon seit über 100 Jahren, dass man das Verhalten steuern möchte. Und ich dachte, das ist eine bereits vergangene dunkle Phase der Psychologie, dass man in den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts versucht hat, die Menschen zu steuern und wir sind schon bei der Kognition, wir sind bei den Emotionen, wir sind vorangeschritten und plötzlich merke ich, wie prävalent diese behavioristischen Ansichten sind, dass man die Menschen steuern möchte in deren Verhalten, Emotionen, Wahrnehmungen. Und es hat mich wirklich sehr getroffen, weil für mich ist das ein Missbrauch an Informationen, ein Missbrauch an einer Expertise, ein Missbrauch an einer Machtposition, weil wenn ich so viel über den anderen weiß, ohne dass er das über sich selbst weiß, dann kann ich ihn sehr wohl manipulieren und steuern und also ich kann meinen Willen da wirklich drauf setzen und das konnte ich so nicht mitmachen. Ich konnte dem da jetzt nicht dazu gucken und sagen, ja, das ist alles rechtens hier. Und so habe ich glaube, das war im Jahr 22, den offenen Brief geschrieben über diese Nudging-Politik und er ging per Post an alle möglichen Kammern, also natürlich an das Ministerium für Gesundheit, an Ethikrat, an Kammern, kassenärztliche Vereinigungen. Ach Gott, es war, glaube ich, waren so 20, 30 Adressaten von diesem Brief, wo ich diese Nudging-Politik erstmal erklärt habe und gesagt habe, okay, es ist offensichtlich, dass das hier stattfindet und sogar in diesem, wie hieß das nochmal, Abschlussbericht von einer Kommission damals war sogar das Wort Nudging auch verwendet, das habe ich zitiert und habe dann
darum gebeten, dass das öffentlich gemacht wird, aufgearbeitet wird und dass es bitte damit aufgehört wird. 4 Jahre später habe ich keine Antwort bekommen und so viel Aufarbeitung und Aufklärung habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Aber so waren meine ersten Schritte in diese politische Aktion, die ich so nicht vorhatte. Ich hatte wirklich nicht vor, plötzlich offene Briefe zu schreiben und dann entsprechend auch wurde ich auf Podcast eingeladen, um darüber zu sprechen. Es war nicht meine Absicht. Ich bin eher kamerascheu. Man merkt es ja, mein Mund ist trocken, ich werde hier literweise trinken. Ich mag es nicht, vor Kameras zu sitzen, aber ich mache es, weil sowohl die Psychologie als auch die Wissenschaft an sich missbraucht wurde in meinen Augen. Und ich bin sowohl Psychologin als auch Neurowissenschaftlerin, promovierte Neurowissenschaftlerin. Und ich kann es einfach nicht akzeptieren, dass die Disziplinen, die ich liebe, für die ich mein professionelles Leben gegeben habe, dass die benutzt werden, um Schaden einzurichten. Aus meiner Perspektive ist das natürlich schädlich. Das ist eine Manipulation, das ist vor allem die Aspekte der Gesundheitspolitik damals in der Corona-Zeit haben massive Schäden eingerichtet. Ne? Also die Lockdowns, ich habe bis heute, wir sind jetzt im Jahr 2026, ich habe bis heute Menschen, die unter bestimmten Aspekten von dieser Zeit massiv leiden. Vor allem die Menschen, die sich von ihren Liebsten nicht trennen konnten, die dann nicht am Sterbebett sein durften, die dann ausgeschlossen wurden aus irgendeinem Grund. Bis heute spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Familie keinen Kontakt haben, weil die Familie sie aufgrund von irgendeiner Meinung oder Einstellung nicht akzeptiert und was das für Folgen hat für die Familien, für Freundschaften, für die Gesellschaft. Und ich sehe keine wirkliche Aufarbeitung von diesem Missbrauch der Psychologie, denn es wurden psychologische Tools benutzt, um eine Politik durchzuziehen, die tatsächlich Schaden angerichtet hat. Jetzt abgesehen davon, ob es irgendwelche Vorteile davon hat, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht beurteilen. Ich möchte den Schaden auf den Tisch legen und sagen, der muss anerkannt werden, aufgearbeitet werden, sodass eine Zukunftsentwicklung sowas nicht mehr zulässt. Ja? Und so bin ich in dieses Thema gekommen und jetzt durch die Jahre sind noch mehr Erkenntnisse gekommen, weil ich ja mit den Betroffenen arbeite. Inzwischen sind es schon 6 Jahre, da sind sehr viele Menschen, die auch zu mir kommen und mit denen ich arbeite. Und so vertiefe ich mein Wissen immer mehr und ich bin jetzt dabei, einen Artikel zu schreiben, wo ich diese Perspektiven, also die Perspektive der Betroffenen, der Therapeuten und auch das Wissen, was die Täter missbrauchen, also das Wissen, was man über die Psychologie gesammelt hat, dass das nebeneinander läuft, sodass der Leser das gesamte Bild hoffentlich, ne, das ist meine Intention. Ob mir das gelingt, wird sich zeigen, aber ich möchte das Bild anfangen, klarer zu zeichnen. Das war jetzt die lange Antwort auf deine Einstiegsfrage. Ich würde auch gerne das Bild besser verstehen, dass du jetzt einmal so grob und ganz skizziert hast. Und dazu würde ich gerne einmal damit anfangen. Kannst du uns vielleicht mal eine Geschichte erzählen? Von einer Patientin, die zu dir kam, anonymisiert, wo du mal wirklich erfahren hast, was die Täter mit den Menschen dort machen. Ich möchte es vermeiden, die Details der Gewalt öffentlich auszusprechen, weil ich es vermeiden möchte, dass man so bei dem Zuschauer eine Art Voyeur erzeugt. Jemand, der etwas hört, was sehr außergewöhnlich ist, was aber für die Betroffenen ungeheure
ungeheure Traumatisierung erzeugt hat. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, wie ich über die Biografien spreche, weil ich sehr viel Respekt und Mitgefühl für diese Menschen habe. Und ich habe in diesem Artikel, den ich in Kürze veröffentlichen werde, 4 Biografien strichiert, nur ganz kurze wie Porträts, ohne aber Details über die Gewalttaten zu geben. Aber was sie vereint, diese Biografien, ist, dass Kinder entweder seit der Geburt, weil die Familien da involviert sind, oder seit der frühesten Kindheit, also in der Regel vor dem 4. oder um den 4. Lebensjahr spätestens, in solchen Netzwerken gebracht werden, wo unfassbare sadistische Gewalt stattfindet. Und unter Sadismus verstehe ich jetzt nicht diese Hollywood-romantisierte 50 Shades of Grey Geschichte, wo 2 Erwachsene in gegenseitigem Einvernehmen irgendwelche sexuelle Praktiken ausüben. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, wenn ich von Sadisten spreche, von Menschen, die einem kleinsten Kind Gewalttaten antun, die sich ein empathiefähiges Gehirn sogar nicht vorstellen will. Okay? Nicht, dass man sich das nicht vorstellen kann, man will sich das nicht vorstellen. Aber was genau passiert da? Und ich verstehe deinen Punkt, aber ich glaube, es ist wichtig, das einmal zu benennen, um wirklich zu verstehen, worum es sich handelt und um das ganze Bild zu skizzieren. Du möchtest, dass ich konkrete Gewalttaten als Beispiel nennst, damit wir besser verstehen können, was da wirklich passiert. Es gibt zum Beispiel Folter mit Instrumenten. Ne? Der Körper wird angezündet, der wird mit diversesten Geräten gequält, diversesten Schmerzen werden verursacht. Tiere werden eingesetzt, dass Tiere angestiftet werden, das Kind zu beißen, zu vergewaltigen auch. Vergewaltigungen sind natürlich gang und gäbe. Das ist ja die Hauptfolterart ist die sexuelle Folter. Massive Vergewaltigungen von kleinsten Kindern. Und wir sprechen bei einem Mädchen alle möglichen Arten von Penetration. Bei einem Kind, wenn man sich das bei Neugeborenen oder unter 4-Jährigen vorstellen mag, sprechen wir von einem Zerreißen des Körpers, wenn man sich die Proportion des Körpers anguckt. Zähne ziehen, einfach so. Nadel unter die Fingernägel. Es sind wirklich Medieval Torture, ne? Also von dem Mittelalter, was man da über die Inquisition gelernt hat, plus neueren Methoden, also wirklich irgendwelche Instrumente mit Feuer, also dass man auf einem Gerät angespannt wird, wo die Gliedmaßen. Genau auseinandergezogen werden. Ja. Das ist so ein kleiner Ausschnitt von Sachen. Und wie gesagt, ich will keinen Voyeurismus betreiben. Ich will jetzt nicht irgendwas Sensationelles sagen, sondern ich möchte, dass der Zuschauer begreift, es sind Sachen, die unbeschreiblich sind. Eine besonders schreckliche Folterart ist die sensorische Deprivation. Die habe ich später, als ich die zum ersten Mal gehört habe, alles ist mir neu gewesen bei diesen Gesprächen. Ich habe es später in einem Dokument von der CIA, von diesem Kubark-Projekt, gelesen. Auch dort wird es beschrieben, diese Sensory Deprivation Kammer bei den CIAs für Erwachsene.
Und was das mit Erwachsenen macht, wenn sie für eine bestimmte Zeit in so eine Kammer eingesetzt werden, wo man nichts sieht und nichts hört. Also es ist eine komplette Isolation, sodass man dann, das beschreiben dann die Betroffenen, das eigene Blut anfängt zu hören. Also es ist so still, also das kann man sich, wir können uns das nicht vorstellen, weil wir permanent Geräusche haben, wir haben auch die Perspektive, Licht, Schatten etc., aber da ist es eine komplette sensorische Deprivation und das ist wohl unaushaltbar. Also was bei den CIA-Dokumenten zu lesen ist, wie erwachsene Männer dann, wenn sie für, keine Ahnung, ich glaube sogar, ich habe dieses Dokument vor Jahren gelesen, ich glaube, die haben sogar die Zeit gegeben, wie viele Minuten das braucht, um jemanden komplett zu brechen. Und eine Betroffene hat das, zumindest die Erinnerung ist aus dem 4. Lebensjahr, weil sie weiß, wann ihre Schwester geboren worden ist und sie wurde dann auch mit der Schwester erpresst. 4-jähriges Kind in etwas und ich glaube über ungeheuer lange Zeiten, wo ein Erwachsener, der in der Militärgefangenschaft ist, nach ein paar Minuten komplett zusammenbricht. Also wir sprechen wirklich von Gewalttaten, die unfassbar sind. Also jeder, der ein bisschen Empathie in seinem System hat, weigert sich wirklich sowas sich vorzustellen oder es für real zu halten. Deswegen ist es, glaube ich, ein Problem in der Gesellschaft, die sagt, okay, das kann es nicht geben, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man ein bisschen Empathie hat. Dass es Menschen gibt, die null Empathie haben und die eine Gewaltbereitschaft haben, die nach oben keinen Deckel hat. Das sind Sachen, die unvorstellbar sind. Und da sind auch immer Ärzte dabei, die dann sicherstellen, dass das Kind bis an Rande des Sterbens gebracht wird, aber dass es nicht verloren geht, weil das ist natürlich für die Täter teuer. Ja? Also die wollen diese Kinder zu irgendwelchen Aufgaben ausbilden oder halt längerfristig missbrauchen oder das sind ja Profitgeschäfte. Ne? Das ist jetzt kein Hobby, was sich da irgendwelche Menschen im Hinterhof betreiben, sondern das sind hochprofitable Geschäfte, die dann gemacht werden mit diesen Kindern. Also allein schon die Zwangsprostitution oder die sexuelle Folter von Kindern für Kunden. Ne? Also allein das, aber auch für andere Sachen. Deswegen ist es so, dass die Kinder gefoltert werden, teilweise reanimiert werden, aber es wird immer beschrieben, Ärzte sind involviert, ne? Krankenschwester auch. Also Personal, was sich mit der Körperverletzung, mit dem Körper so weit auskennt, dass es sichergestellt wird, dass die überleben. Ja? Die dürfen nicht sterben. Und das ist auch etwas, was diese Selbstwirksamkeit auch vernichtet. Also viele sagen, ich wollte, wer will sowas aushalten, aber die dürfen nicht mal das entscheiden. Die komplette Kontrolle über das Leben, über den Tod, über alles liegt in den Händen von diesen Tätern. Ja. Und ich frage mich gerade, du hast gesagt, da sind Ärzte und Krankenschwestern dabei. Warum machen die dort mit? Also was ist deren Motivation? Na, nur weil sie Ärzte sind, heißt es nicht, dass das jetzt ethisch gute Leute sind. Ich meine, der Mengele war ja auch ein Arzt und viele Ärzte damals in den KZ-Lagers waren ja Täter. Das heißt, ein Arzt ist per se jetzt kein Ethikträger oder Empathieträger. Das heißt, Täter bilden sich zu Ärzte aus, um dann in dieser Funktion für diese Organisation tätig zu sein. Das verstehe ich und ich würde auch niemals einen Arzt auf den Podest stellen. Es ist ein wichtiger Beruf, aber deswegen sind das ja keine besseren Menschen oder sind super empathisch. Aber okay, ich verstehe diese Organisation, ich versetze mich gerade in diese Täterposition, um zu verstehen, warum die sowas machen. Ich verstehe, diese Organisationen sind extrem profitabel. Okay, das heißt, ich verstehe, warum der CEO von dieser Organisation oder sowas dann macht.
Ich verstehe das, auch wenn ich dafür kein Verständnis habe, ne? Das ist ein Unterschied. Und ich frage mich aber, diese ganzen Angestellten, wie die Krankenschwestern, die Ärzte und so weiter, warum machen die das denn? Verstehst du, was ich meine? Ja, weil die sind dann ja nicht, sind die dann ebenfalls so profitabel damit? Oder was ist deren Motivation? Oder sind die so sadistisch veranlagt? Oder sind die selber manipuliert worden? Oder ich versuche gerade das System zu verstehen. Weil sowas ist ja kaum aushaltbar, sowas, also da mitzumachen und nebenbei noch ein normales Leben zu führen. Na, aber das sind keine Angestellte, ne? Das sind jetzt keine Menschen, die rekrutiert werden und die sagen, okay, komm mal her, ich will, dass du übers Wochenende oder keine Ahnung, in irgendeinem Zeitraum hier mir hilfst. Ich habe auch gesagt, das sind Täter, das sind also Menschen, die selbst Sadisten sind, die gezielt in diesen Beruf gegangen sind, damit sie dann in ihrer Expertise für diese Organisation nützlich sein können. Das heißt, das sind jetzt keine Menschen, die in dem sogenannten normalen Beruf empathievoll sind. Da sind sehr häufig Psychopathen, die es natürlich nach außen hin vorspielen können. Und das ist ja auch, viele von den Tätern sind nach außen hin, auch in angesehenen Berufen, das sind über alle Schichten hinweg verteilt. Die wollen ja nicht, dass man sie als irgendwie Sadisten erkennt. Ja? Da gehört eine sehr große Portion Psychopathie dazu. Ne? Und die fallen jetzt nicht auf in der Gesellschaft. Aber die sind jetzt nicht rekrutiert, also dass jemand jetzt auf dich zukommt und sagt, ich brauche dich mal für dieses Zeitfenster, das würde nicht passieren, weil die Organisation muss natürlich geheim bleiben. Das sind ja hochgradig kriminelle Strukturen, das ist die organisierte Kriminalität, von der wir sprechen. Das heißt, die müssen sicherstellen, dass die Mitglieder, die bei diesen ganzen Sachen dabei sind, nicht petzen werden, nicht irgendwie und da entsteht natürlich auch in dem Inneren ist dann auch die gegenseitige Erpressung, ja, dass die alle in irgendeiner Weise erpressbar untereinander sind oder andere Incentives haben, um da drin zu bleiben. Aber das sind keine gewöhnlichen Menschen, die dafür rekrutiert werden mit Arbeitsanzeigen. Nein, das sind Selbsttäter, die sadistische Persönlichkeit haben, die das so ausleben wollen. Ja? Das heißt, es sind teilweise ganz normale Ärzte, die vielleicht sogar irgendwo angestellt sind aber meist selber Psychopathen, Sadisten, die sich an diese Art von Geschäft aufgeilen, die sich da irgendwie drin wohlfühlen und deswegen sind die dann Teil dieser Organisation aus eigener Überzeugung. Zum Beispiel, ich meine, ich arbeite ja nicht mit den Tätern. Ja? Die kommen ja nicht freiwillig zu mir und sagen, pass mal auf, das habe ich am Wochenende. Ja. Das wird nicht passieren. Also ich arbeite ja mit den Betroffenen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass viele davon ja auch selbst seit der Kindheit in so hineingeboren worden sind und zu Sadisten ja auch erzogen, also auch trainieren werden. Also das, was ich erkenne, ist, dass es wie eine Ausbildung zum Sadismus ist. Ja? Und diejenigen, die so wirklich sadistisch werden, die sind dann lebenslänglich in irgendeiner Funktion für diese Struktur, für diese Organisation dann auch tätig. Ja. Ja, was macht denn eine Person zum Sadisten? Also wie kann man denn jemanden dazu ausbilden? Verstehst du, was ich meine? Ja, das versuche ich auch zu verstehen. Also das, was ich jetzt sage, ist ja keine Wissenschaft. Das sind meine Gedanken, die ich mir mache, während ich arbeite. Ne? Interessanterweise sehr wenig Forschung wird mit Sadisten gemacht. Inzwischen ist das nicht mal eine eigenständige Diagnose im ICD-10, sondern es ist eher über diese sexuelle Deviant, also sexuell abweichende Verhalten dann in diese Konstellation Sadismus, Masochismus dann nur verschlüsselt. Die Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich
da einfach keinen Zugang zu dieser Gruppe Menschen habe, ist, wird man so geboren oder wird man wirklich ausschließlich gemacht nach der Geburt? Das weiß ich nicht. Ich weiß, für eine Weile hat sich mein Gehirn geweigert, anzunehmen, dass man so geboren werden kann. So unmenschlich geboren werden kann. Ich hatte für eine Weile diese Hoffnung, dass das Empathieträger waren, die so dermaßen traumatisiert worden sind, dass sie dann ihre Empathie verloren haben und zu diesem Bewältigungsmechanismus greifen müssen, um zu überleben, weil für mich ist der Sadismus eine Bewältigung von der Ohnmacht, von der absoluten Ohnmacht, die man selbst dann erlebt hat. Das ist dieser Zyklus. Aber inzwischen komme ich auf irgendwelchen philosophischen, küchenphilosophischen Wege zu der Überlegung, dass es vielleicht doch ein Teil von dem Energiespektrum ist. Wir haben, wenn wir uns eine Sinusoide angucken, wir würden dann ich weiß die Begriffe auf Deutsch nicht, aber der Crest oder die Arke ist das die obere Wölbung der Sinuskurve. Und dann haben wir die Talfahrt von der Sinuskurve. Und metaphorisch gesehen würde man sagen, also the Crest, also die Arke, also die obere Wölbung der Kurve ist das, was sozusagen das Licht, wenn man dann ein Interferenzbild entstehen lässt, wenn sich zwei Wellen treffen, dann entsteht tatsächlich Licht und Dunkelheit. Ne? Und ich kann mir vorstellen, aber das sind jetzt, wie gesagt, das sind reine pseudo-philosophischen Überlegungen. Ja. Wie soll ich denn? Also ich habe keinen Zugang zu diesen Menschen. Okay. Aber meine Überlegung ist, dass es vielleicht Menschen gibt, die von dieser Talfahrtregion des Energiespektrums gemacht werden, ja, und ob die dann so als Sadisten geboren werden oder ob dann die Anfälligkeit dafür sehr stark ausgeprägt ist, das weiß ich noch nicht, aber es kann sein, dass es eine Vulnerabilität oder Anfälligkeit gibt. Denn, das muss ich noch mal kurz verstehen. Also du hast von einer Sinuskurve erzählt und du hast gesagt, es gibt, wenn man sich die Kurve vorstellt, oben einen Peak und es gibt einen Low Part. So, was ist das überhaupt für eine Sinuskurve? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also was stellt sie dar? Ja, hier gehen wir in irgendwelchen philosophischen Gesprächen, alles ist Energie, auch die Materie ist ja eine Energie. Ne? Und die Energie, zumindest zu meinem Wissen, ist jetzt keine gerade Linie, also irgendwas, was geradlinig ist, sondern es ist diese, ob das jetzt immer Sinuskurve ist, aber Schwingung, genau, ja. Schwingung. Ja. Und wenn sich Schwingungen aufeinandertreffen, wie gesagt, da entsteht dieses Interferenzbild von Licht, also weiß-schwarz, 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 ja. Und unsere Psyche, also da sind wir wirklich in irgendwelchen metaphysischen Sachen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Seele etwas ist, was jetzt nicht aus dem Gehirn heraus entsteht, sondern das ist irgendwas, was wir in uns tragen, also eine Form von Energie. Dann so stelle ich es mir vor. Aber wie gesagt, das sind nur meine Versuche, mit dieser Situation klarzukommen. Ja, also es ist okay. Es ist einfach mein Versuch, mit dieser Erkenntnis klarzukommen, dass es solche Menschen gibt, weil mein Gehirn, wie gesagt, hat sich lange Zeit geweigert zu akzeptieren, dass sowas möglich ist. Obwohl ich die Menschen vor mir sehe. Ich sehe die Folgen an den Körper. Es ist wirklich unfassbar, die langfristigen Folgen von diesen Gewalttaten sind. Und
so bin ich in diese Pseudophilosophie geflüchtet, weil ich irgendeine Erklärung finden musste für, wie ist es möglich, dass Menschen in der Lage sind, sowas zu machen. Und eine Überlegung ist, wie gesagt, also eine Option ist, wir sind alle okay geboren und manche Kinder werden so dermaßen abgerichtet als Kinder, dass die dann zu Sadisten werden. Aber da frage ich mich, warum sind die Betroffenen, die bei mir sitzen, nicht zu 100%igen Sadisten geworden. Und das war so der erste Ausgangspunkt, wo ich dachte, okay, manche schaffen es, trotz dieser unfassbaren Gewalt, die wirklich über Jahrzehnten angewendet wird, die schaffen es trotzdem, ihre Empathie zu bewahren. Das sehe ich ja. Negative Gedanken, Stress, Selbstzweifel und Ängste. Vermutlich kennen die meisten von uns diese Gefühle. Vor kurzem war Christina Hillesheim bei mir im Podcast zu Gast und hat offen über ihre eigenen Erfahrungen gesprochen. Sie ist nicht nur selbst betroffen, sondern beschäftigt sich seitdem intensiv mit diesen Themen und unterstützt andere Menschen dabei, besser mit belastenden Gedanken und Gefühlen umzugehen. Christina bietet verschiedene Online-Workshops rund um diese Themen an und noch bis zum 22. Juli könnt ihr 40% auf alle Workshops sparen und zahlt damit nur 39,60 statt 66 €. Ich kann euch Christinas Workshops nur wärmstens empfehlen. Den Link zu ihrer Webseite findet ihr wie immer in den Shownotes. Auch wenn sie im Inneren Personen haben, die schon in einer gewissen Weise Gewalt anwenden mussten und in einer gewissen Weise diese sadistische Ausbildung absolvieren mussten, aber der Großteil deren Psyche, deren Seele ist in der Empathie verankert. Und dann gibt es diejenigen, das sind in der Regel zum Beispiel die eigenen Erzeuger von diesen Menschen, weil das sind ja die Menschen, die das dann mit ihren Kindern gemacht haben. Das sind Menschen, die dann ihre Empathie nicht aufbewahrt haben. Und das war am Anfang, wo ich dachte, okay, was ist das? Wie kann es sein, dass manche es schaffen, das zu überleben, ohne selbst überzeugte Täter zu werden und andere nicht? Und dann habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht sind diejenigen, die das nicht geschafft haben, in einer gewissen Weise eher vulnerabler, aber warum? Ja. Und so bin ich also in diesen pseudophilosophischen Richtungen abgedriftet, dass es vielleicht doch daran liegt, dass die Energiematerie, aus der wir dann entstehen, jetzt wirklich mal sehr, sehr metaphorisch gesprochen, vielleicht aus diesem Spektrum der Energie ist, was eher mit der Dunkelheit verbunden ist, und die anderen sind eher von dem anderen Spektrum. Und wenn man das auf die Empathie-Normalverteilung überträgt. Es gibt Studien zur Empathie und in jedem Land, in dem das gemessen wurde, ist diese Empathieausprägung in der Bevölkerung normal verteilt. Das heißt, das ist diese glockenförmige Kurve, die da abgebildet wird, und wir haben bei jeder Studie das Ergebnis, dass es den Mittelwert gibt, wo dann innerhalb von einer +1 -1 Standardabweichung wirklich 68% der Bevölkerung ist. Das ist eine durchschnittlich ausgeprägte Empathie. Und dann haben wir +2, -2 und +3, -3 Standardabweichungen von diesem Mittelwert. Und je weiter nach außen man geht, desto kleinere Abschnitte von der Bevölkerung bilden diese Bereiche von der Kurve ab. Und das heißt, bei der +-3 Standardabweichungen sind wir bei 0,5% der Bevölkerung auf jeweils beide Seiten. Das heißt, wir haben circa 0,5 die eine überdurchschnittliche Empathie haben. Solche Menschen kenne ich auch in der Praxis, sehr spannend. Daraus kann man wirklich viel lernen. Also das ist ein Riesenvorteil, wenn man als Psychotherapeutin arbeitet und jeden Tag mit Menschen sehr intime, sehr gründliche Gespräche führt, lernt man extrem viel über die Psyche. Das heißt, wir haben die +3 Standardabweichung, Leute, die wirklich eine unfassbar sehr stark ausgeprägte Empathie haben. Und dann haben wir laut Studien, wie gesagt, die kommen ja nicht zu mir in die Praxis, haben wir die -3 Standardabweichung Empathieträger. Das sind also das, wo ich diese Sadisten, Psychopathen etc. verorte.
Und noch einmal, ob die so geboren werden, weil sie von diesem Bereich der Energiekurve stammen oder nicht, das sind jetzt, wie gesagt, nur so küchenphilosophische Überlegungen. Die Antwort kann ich dir nicht geben, aber es ist eine sehr, sehr spannende Antwort. Ich würde mir wünschen, dass wir die Existenz von den Sadisten wahrnehmen, anerkennen als Gesellschaft und dann mehr Forschung betreiben. Ja? Die Bekannten sind diejenigen, die also forensisch, also in den Gefängnissen etc. oder in diesen Maßvollzugregeln, also psychiatrischen dann Institutionen an den Gefängnissen. Das ist, wo bis jetzt die Forschung betrieben wurde, weil die sind dann also von der Justiz genommen worden und da kann man Zugang zu haben, aber es steht ja niemandem auf der Stirn, ob jemand ein Psychopath oder Sadist ist. Deswegen, ich kann es schon verstehen, warum diese Forschung schwierig ist, weil man natürlich nur ausschließlich mit der Gruppe von Menschen arbeiten kann, die schon kriminell aufgefallen sind und entsprechend aus dem Verkehr gezogen worden sind. Aber ich würde es mir wünschen, dass man sich da auch tatsächlich mit diesen Fragen beschäftigt. Okay, wie angeboren ist unsere Empathie, also auch bei Kindern, ne? Also dass man guckt, okay, gibt es Unterschiede bereits bei den Kindern einfach so, die jetzt nicht in irgendeiner Weise kriminell aufgefallen sind, aber welche Ausprägung gibt es bei Kindern? Weil ich glaube nicht, das ist eigentlich eine gute, das muss ich mal überprüfen, ob überhaupt Kinder auf die Empathie getestet worden sind oder ob diese ganze Forschung nur bei Erwachsenen gemacht worden ist. Und da würde ich mir wünschen, dass es mehr gemacht wird, damit wir das mehr verstehen können, um natürlich ja auch Präventionen einzuleiten, weil die beste Prävention vom Trauma ist, mit der Therapie bei potenziellen Tätern anzufangen. Ja. Dann hast du vorhin gesagt, also ich fasse es jetzt nochmal zusammen, ja. So diese Organisationen quälen und missbrauchen Kinder und Menschen bis kurz vor dem Tod. Das ist sehr professionalisiert organisiert. Meistens sind es Psychopathen, die keinerlei Empathie haben, Sadisten, die sich an Gewalt aufgeilen und so weiter und so fort. Ganz kurz, Sadisten es geht nicht nur um die sexuelle Aufgeilung hier, weil es gibt auch Sadisten, die das ohne sexuelle Zwecke machen. Also der Sadismus an sich ist nicht mit der Sexualität gekoppelt, sondern beim Sadismus geht es darum, Kontrolle, Macht über das Opfer zu haben. Erniedrigung, Folter. Also es geht um die Macht. Okay. Bei manchen ist das mit der Sexualität verbunden, aber das ist nicht zu 100%. Also es gibt den nicht sexuellen Sadisten. Also geht es nicht um das Aufgeilen an sich, sondern es geht um die Macht, die Kontrolle. Ja. Aber ja, man kann ja auch geil nach Macht sein zum Beispiel. Also man geilt sich halt daran auf. So. Ja, aber okay, gut. Aber es geht um die Macht. Das wollte ich mal klarstellen. Genau, es gibt diese Organisationen mit diesen Menschen, die dort arbeiten. Und dann hast du vorhin gesagt, es sind aber nicht nur diese Organisationen, sondern es gibt, wenn man sich auch die Techniken anschaut, die diese Organisationen verwenden, dann hast du an einem späteren Zeitpunkt erkannt, dass es da Parallelen zur Politik gibt. Kannst du das nochmal genauer ausdifferenzieren, was dann diese Parallelen sind und wo du sie gesehen hast? Also die Parallele, die ich damals gesehen habe, waren, dass der Anfang mit der Spaltung gelegt wird. Also das Kind wird zu Beginn extremst gefoltert, sodass dissoziative Abspaltungen im Gehirn entstehen, im Nervensystem. Das ist kontrovers, ja, weil viele Journalisten behaupten, dass das eine Verschwörungstheorie sei, dass das nicht
gemacht werden kann, dass man ein Kind spalten kann. Woher diese Journalisten ihre Meinung haben, würde ich gerne wissen, weil was die Betroffenen erzählen, ist, dass es geht ja immer um Folter und es ist ein Bewältigungsmechanismus des Nervensystems zu dissoziieren. Und die dissoziativen Bereiche werden voneinander sozusagen. Also das sind Bereiche vom Bewusstsein, die in dem Alltagsbewusstsein nicht zugänglich sind, damit das Kind oder der Organismus im Alltag funktionieren kann. Damit dieses Kind im Alltag überhaupt eine Bindung auch zu den Tätern erleben kann. Also das ist wichtig, weil ohne die minimalste Bindung zu haben, sterben Organismen. Das ist auch in der Forschung mit Tieren auch gezeigt worden. Also diese Spaltung ist aus meiner Sicht gekoppelt natürlich mit der absoluten Gewalt, ist ein sehr wichtiger Faktor. Also die Spaltung des Gesamten in dissoziierten Anteilen. Und das habe ich in der Gesellschaft dann beobachtet, die massive Spaltung. Also wenn man sich die Gesellschaft als einen sozialen Körper vorstellen mag, sind wir recht fragmentalisiert, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Dass es entstehen oder es bestehen, natürlich kann man hier mich jetzt fragen, ja, aber ist das jetzt irgendwie gezielt gemacht? Und in meinem Artikel, was ich jetzt schreibe, versuche ich das ein bisschen herzuleiten und die Hypothese aufzuzeigen, dass es vielleicht doch mit sehr viel Können von Seiten der Leute, die Zugang zu diesem Wissen ist, dass man diese Schisms, also diese Spaltung in der Gesellschaft sehr wohl erzeugen können. Und wenn ein Organismus aufgespalten ist, ist es abgeschwächt. Ja? Vor allem, wenn diese Spaltung auch so ist, dass man sich gegenseitig in einer Unverträglichkeit befindet. Das ist, als würde man eine Autoimmunerkrankung haben, wo sich Teile von dem eigenen Immunsystem, den eigenen Körper angreifen. Das ist jetzt als Metapher, als Vergleich, aber ein aufgespaltener, ein zerstrittener, zersplitterter Organismus ist abgeschwächt. Ja. Deutlich abgeschwächt. Denn wenn wir uns nicht gegenseitig vertrauen können und gegenseitig in die Kraft kommen können, dann sind wir nicht imstande, uns gegen einen gemeinsamen Täter zu wehren. Und vor allem, wenn dann auch solche Verwirrungen und dass man sich eigentlich als gegenseitig den Feind wahrnimmt, dann sind wir wirklich komplett abgeschwächt. Und so ähnlich passiert es auch mit den Innenpersonen in den Betroffenen. Die sind auch in diesem Schism, also in dieser gegenseitigen Unverträglichkeiten, weil auch da gemacht wird, dass dann bestimmte Innenpersonen gegenüber anderen Innenpersonen in die Täter- und entsprechend in die Opferrolle kommen oder in irgendwelchen Verstrickungen. Also es ist da, noch einmal, das ist kein Anspruch auf Wahrheit, auf wissenschaftliche Gültigkeit. Nein, das sind meine Gedanken. Ja? Noch dürfen wir Gedanken haben. Genau, also dieser erste Schritt war die Spaltung, die ich dann ja auch gesehen habe. Also wir sind immer noch ziemlich gespalten, und zwar jetzt nicht nur wegen Gesundheitspolitik, sondern alle möglichen Themen werden gerne genommen, um diese Schism, diese Trennung zu erzeugen. Wie gesagt, ich benutze das Wort erzeugen. Ich weiß, dass es schon als Verschwörungstheorie gelten kann, aber zumindest sehe ich keine Bemühungen in die entgegengesetzte Richtung oder keine ernsthafte. Ne? Man kann irgendwelche Plakate auf der Straße kleben, wie mag dein Nachbar, aber wenn ich gleichzeitig mit alles Mögliche an Sachen bombardiert werde, was gut ist und was nicht gut ist und was Moral gut ist, dann reichen mir diese Plakate mit, aber hilf deinen Nachbarn, das ist nur dieses, wir machen was, aber im Grunde genommen ist das
ein Zirkus. Ich bin jetzt mal ein bisschen brutal in meiner Sprache. Okay, also Spaltung, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Die Folter natürlich ist das, womit die Dissoziation in dem Gehirn verursacht wird. Aber es ist oder Folter und Angst, die gehen Hand in Hand. Ne? Und in der Gesellschaft kann man natürlich nicht die gleiche Art von Folter anwenden, wie jetzt bei betroffenen Kindern, die sexuell und brutal sadistisch missbraucht werden. Aber es ist ja auch die ununterbrochene Angstmacherei und Beschuldigung, Beschämung, aber auch das, was mit den Lockdowns. Also das war die Zeit, wo ich so richtig auf die Barrikaden gegangen bin, weil diese Lockdowns waren für mich eine Form von, also ich will das Wort Folter jetzt nicht anwenden, weil das für die Betroffenen, aber das war für viele Menschen eine unerträgliche Situation. Isolation. Isolation von allem, was gesund macht. Spaziergänge im Park, Sport, Kindersportplätze. Ja, und das hat die Menschen auch gegeneinander aufgehetzt. Ja. Ich kann mir zum Beispiel, ich erinnere mich, die haben auch bei uns, ich war da noch in NRW, in Bochum, haben die so die ganzen Spielplätze geschlossen. Ja, mit diesen... Genau, und ich war auch damals sehr im Sport und ich konnte dann ja auch nicht mehr zu meinem Sportverein oder ins Studio gehen. Und dann bin ich einfach zum Spielplatz gegangen und habe da ein paar Klimmzüge gemacht. Also dann kommt eine Person und filmt mich und will das dann so verschicken oder so und mich anzeigen, weil ich meine Klimmzüge dort mache. Das hat ja dann auch solche Formen angenommen. Ja. Also ganz gefährlich. Ja, also wirklich, dass man sich als gegenseitige Waffen der Massendestruktion, also Leute waren laufende Vernichter, weil man durfte nicht 3 Meter. Ich weiß, wie ich dann mit meinem Einkaufswagen nicht die 3 Meter beachtet habe und da drehte sich jemand 3 Meter und dann dachte ich mir, okay. Ja, aber ja, das ist die Angst. Ja, also die Angst ist eine sehr wirksame Art, Menschen zu kontrollieren, extrem. Wir sind sowas von anfällig für die Angst und deswegen wird die Angst seit Jahrtausenden benutzt, um Kontrolle auszuüben. Aber in diesem Fall war sie als eine existenzielle Bedrohung. Das ist ja immer, ne? Bei egal welche Themen wir jetzt politisch nehmen, das ist ja immer eine sehr existenzielle Bedrohung. Es ist nicht bloß die Angst vor, keine Ahnung, irgendwas. Es ist immer sehr existenziell. Tötender Virus, ein Krieg, weiß ich nicht, ein Kollaps des Klimas. Es ist alles existenziell. Und beim Virus war sowieso auch das mit dem Ersticken, also schon sehr die maximale Ausprägung der Angst. Okay, aber wie gesagt, das war damals diese ganzen Parallele habe ich damals gesehen, weil es einfach sehr für mich, ich weiß nicht, ob das offensichtlich das richtige Wort ist, aber es war auffällig. Und dann musste ich mich orientieren und schauen, okay, was passiert hier? Ja, davor habe ich mich mit den politischen Sachen gar nicht interessiert. Ich wollte eigentlich nichts mit Politik zu tun haben. Ich komme aus Bulgarien, ich hatte die Nase voll von kaputten politischen Systemen. Ich wollte Psychotherapeutin sein. Und jetzt bin ich mittendrin in irgendwelchen Prozessen, die ich mir so wirklich nicht ausgesucht habe. Genau, also die Angst, also ich würde das Wort Folter bei der Gesellschaft mit der Erzeugung von hochgradig aversiven Situationen dann ersetzen. Ja? Also wie Isolation, diese permanente Angst, die Zersplittung, ich darf meinen Vater, meine Mutter beim Sterben nicht begleiten, etc. Was dann auch noch wichtig bei den Betroffenen ist, die ununterbrochene Manipulation auf sämtlichen Kanälen sozusagen. In dem neuen Artikel, den ich
in Kürze publizieren werde, gehe ich da ein bisschen besser in Detail. Jetzt mache ich es etwas verkürzter, damit es dann verständlich ist, aber wer mag, kann sich dann vielleicht vertiefen. Da ist ein bisschen differenzierter aufgeschrieben mit noch mehr Bezüge zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Aber bei der Konditionierung, also diese Gewaltanwendung, die wird auch so angewandt, dass man nicht mal zögern darf. Also das Verhalten muss innerhalb von, also sofort, wenn da ein Trigger kommt, so muss man sich verhalten, muss das auch sofort gezeigt werden. Die minimalste Verzögerung wird so lange bestraft, bis wirklich das Verhalten automatisch abläuft. Und im Grunde genommen ist das es ist wirklich ein behavioristisches Experiment oder ich nenne das eine dunkle Forschung, die dann getrieben wird, ist, wie schafft man die Erschaffung von Automaten. Ne? Mhm. Und ein Automat kann ja kein eigenständiges Denken haben. Es darf ja nicht nachdenken, hinterfragen, überlegen, diskutieren. Das darf alles nicht sein. Das heißt, die kognitive Kontrolle, also die Gedanken, die Wahrnehmungen, die muss absolut ausgeprägt sein. Ja? Das heißt, nicht nur das Verhalten wird kontrolliert durch diese operante Konditionierung, sondern auch die Fähigkeit zu denken, zu überlegen, zu hinterfragen. Und zwar natürlich mit brutalen Sachen wie Elektroschocks, Medikamenten, diese Sensory Deprivation, von der ich gesprochen habe, aber auch Hungern und wirklich maximale Folter, Drogen, ich habe, glaube ich, gesagt, also unterschiedliche, da ist extrem viel Wissen bei den Tätern, auch über bestimmten Medikamenten oder aber auch Substanzen. Und das wird alles angewandt, um das eigenständige Denken so gut wie unmöglich zu machen. Zu vernichten, auszulöschen. Wenn man sich die Unterlagen von den CIA anguckt, es gibt diesen Dr. Evan Cameron in Kanada. Ich glaube, er war derjenige, der sich da wirklich vorstellen wollte, wie das Gehirn, also das Bewusstsein bei seinen Patienten, der war ein Arzt, übrigens ein sehr hoch angesehener Arzt, der wollte sozusagen das Bewusstsein wie löschen, sodass man dann den Menschen wie neu kreiert. Wie diese Automaten, die man sagt, programmiert. Ja? Und genau, die haben brutalste Sachen. Also er hat, wie hieß das nochmal? Deep Hattering, Psychic Driving, also das ist ein berühmter Fall von diesen MK-Ultra-Unterlagen, der war in Kanada, hat ununterbrochen LSD gegeben, dann über Kopfhörer Wiederholungen von bestimmten Sätzen ununterbrochen, da war Sleep Deprivation, also die Leute konnten nicht schlafen oder die wurden permanent unter Schlaf versetzt und an Elektroschocks, also wirklich brutalsten Sachen an Erwachsenen Patienten in einer Psychiatrie. Ja? Also wenn man möchte, sollte man sich wirklich mit diesen veröffentlichten Unterlagen, das sind von der CIA, wie nennt man das auf Deutsch, wenn die deklassifiziert, also wenn sie dann nicht mehr geheim gehalten werden, sondern öffentlich gemacht werden, publiziert werden, da sollte man sich das echt angucken. Die werde ich auch, viele davon werde ich in diesem Artikel auch verlinken. Genau, das war das Denken. Dann die Emotionen natürlich also die natürlichen Emotionen werden komplett ausgelöscht. Alles, was an natürliche Reaktion, aber auch sowas wie Appetit, Abwehr, Annäherung, Bindung, das wird alles komplett vernichtet. Um dann mit Sachen zu ersetzen, die dann den Tätern lieb sind. Ne? Also wie auch immer, die wollen wirklich das Kind kontrollieren, das sind, gestalten so, als wäre das ein Automata. Automata, ja.
Genau, so Verhalten, Emotionen, Gedanken, Wahrnehmungen, das wird alles brutalst beeinflusst mit der Hoffnung, dass dann diese Automaten entstehen können. Und das Gute daran ist also das, was mich an dieser Arbeit, das ist das Berührendste überhaupt, ist, dass das dann bei vielen Menschen doch nicht klappt. Ne? Die fangen an, irgendwann zu versuchen auszusteigen. Die haben ihre Empathie aufbewahrt. Die sind, obwohl sie in diesem Gehorsam bleiben, aber der Hauptantrieb für den Gehorsam, glaube ich, ist tatsächlich die Angst vor der Bestrafung. Ja? Also so eine langfristige Konditionierung. Aber wenigstens im Inneren kann eine Veränderung auftreten, auch wenn sehr langsam, sehr langwierig. Und das ist für mich die Schönheit in dieser Begegnung. Obwohl ich sehr viel geweint und sehr viel mitgelitten habe bei diesen Geschichten, ist aber dann zu sehen, wow, die menschliche Seele bei diesen Menschen hat buchstäblich die 9 Kreise der Hölle überlebt und hat als Mensch, als Empathie überlebt. Das wäre sozusagen die Botschaft, weil es schon ein sehr düsteres Thema ist, aber dass ich sage, es gibt Menschen, die sind so starke Menschlichkeitsträger, dass egal, was uns jetzt die Zukunft bringt an Dystopien, es ist unmöglich, bei allen die Menschlichkeit so zu vernichten. Und das ist für mich extrem hoffnungsvoll. Also es ist für mich ein großer Hoffnungsträger, dass ich weiß, egal was auf uns zukommt, es wird Menschen geben, die die Menschlichkeit aufbewahren werden. Ja. Und zurück zu den Parallelen mit der Politik, da waren wir ja auch, also wie gesagt, damals in der Corona-Zeit, jetzt ist es nicht mehr so offensichtlich, aber damals war dieses, wie wasche ich mir die Hände, wie viel Meter voneinander, mit wem darf ich mich treffen, wo darf ich gehen, wie darf ich denken, was ist gut, was ist nicht gut, wie ist die Wahrnehmung, welche Informationen kommen zur Verfügung, die ganzen Fact-Checkers und Zensur, ne? Also all diese Elemente von Verhalten, Information, Gedanken und Emotionen waren ja auch angegriffen. Und genau, und noch ein Punkt war auch diese Erzeugung von dieser Täter-Opfer-Rolle, die damals, dachte ich, ist dann so ein treibender Faktor für die langfristige Spaltung. Und auch das hatte ich damals beobachtet, dass die Menschen, genau wie du beschrieben hast, jemand kommt und will dich filmen, obwohl der Mensch dich gar nicht kennt, aber er filmt dich, um dich irgendwo anzuzeigen, weil du dann für ihn in seinen Augen böse bist und du gehörst in irgendeiner Weise bestraft. Ja? Und wir hatten aber auch schon Leute, die wirklich damals hieß es schon, noch Twitter, keine Ahnung, aber Twitter X, da waren Leute, die wirklich geschrieben haben, ja, Menschen, die sich an irgendwelchen Maßnahmen nicht halten, die dürfen keine medizinische Versorgung, die können ruhig sterben oder irgendwo an irgendeinem Land geschickt werden. Also das sind wirklich verbale Täterschaften, die ich glaube, diese Spaltung sehr stark aufrechterhalten. Ne? Genau, das waren ein paar von den Parallelen, aber inzwischen verfeinere ich das Ganze. Wie gesagt, ich arbeite jetzt noch an diesem Artikel, werde ich dann versuchen, so zu beschreiben, dass es hoffentlich verständlich ist. Aber so die Hauptelemente kann man in diese Zusammenfassung dann geben. Ich würde noch mal gerne kurz einmal verstehen, also du hast ja von diesem Arzt gesprochen, der, wenn ich das richtig verstanden habe, für die CIA gearbeitet hat. Und das heißt, diese Organisationen forschen auch daran, wie kann man sozusagen einen Menschen auch sein ganzes Wissen, seine ganze Persönlichkeit und so weiter auslöschen, um diesen sozusagen neu zu programmieren. Habe ich das richtig verstanden? Das war bei manchen, ne? Also die haben in 1950 mit dem Projekt Bluebird angefangen.
also wohlgemerkt 1950, 3 Jahre nach der Entstehung von der CIA. Sehr spannende Geschichte, auch wer daran involviert war. Also ich bin jetzt durch diese Recherche komme ich an echt spannende Informationen, die ich auch bis vor kurzem nicht kannte. Und ganz am Anfang bei der CIA ging es um die Anwendung von Hypnose in Kombination mit diesem Lie-Detektor, also Polygraph, glaube ich, heißt es, ne? Das waren so die ersten 1-2 Jahre. Dann kam Project Artichoke, was dann zusätzlich noch die Psychedelics, also die LSD und so weiter mitgenommen hat. Und in diesen Unterlagen steht immer Control of Behavior, Manipulation of the Person. Also wie kann man wirklich das Verhalten steuern, manipulieren? Kann man jemanden unter Post-Hypnotic Suggestibility, also wie kann man so eine Hypnose erzeugen, dass man Menschen dauerhaft in so einem posthypnotisierten Zustand hält? Und ist es möglich, dass diese Menschen Sachen machen, die sie üblicherweise nicht machen werden? Ne? Das steht in diesen Unterlagen. Ich habe sie verlinkt. Interessanterweise war bei diesem Project Bluebird von 1950 ein Dokument, das war wie so ein Antrag für dieses Projekt, wo sie auch auflisten, nicht nur welche Ziele sie haben, sondern was sie für Psychiater brauchen. Und da steht schwarz auf weiß, dass sie sich wünschen, dass der Psychiater, dass seine Ethik so flexibel ist, dass er mit neuen und revolutionären Methoden arbeiten kann und uns nicht abspringt, dass er wirklich dann bereit ist, da mitzumachen. Also da sind wir, damals haben sie sich tatsächlich die Therapeuten oder nicht Therapeuten, sondern Psychiater per Anzeige gesucht. Inzwischen sind die, glaube ich, die haben sie dann sozusagen selbst ausgebildet. Aber es war spannend. Also wenn man anfängt, das zu lesen, dann also ich würde es jedem empfehlen, sich mal mit diesen Unterlagen zu beschäftigen. Man erkennt auch, welche Absichten manche, nicht alle natürlich, aber manche Menschen in regierungsnahen oder in Regierungspositionen sind. Ne? Was war jetzt die Frage? Ich bin irgendwo abgebogen. Ja, das hat mich interessiert, was sie dort machen, was deren Absicht ist und was da passiert. Also genau. Und dann, also nach Artichoke kam MK Ultra, das ist ja sehr, sehr, sehr bekannt. Das ist eigentlich ein Projekt, was ich glaube 100 irgendwas an Subprojekte hat und die haben unterschiedliche Aufgaben gehabt. Ne? Also manche waren tatsächlich mit den ganzen Psychedelics und Drogen, also die wollten dann wirklich biologische Substanzen finden, die sich da für diese Ziele und Zwecke gut einsetzen können. Dann halt die Hypnose und psychologischen Sachen und Elektroschocks. Also da wurden wirklich systematisch, das nenne ich ja auch eine dunkle Wissenschaft, die wollten systematisch erfassen, was kann uns helfen, um einen Menschen zu steuern. Ja? Ich fand auch einen spannenden Psychiater, Martin Orne, der ist in den 70er, glaube ich, an der Universität Pennsylvania gewesen, auch ein Spezialist in Hypnose. Und er wurde rekrutiert und das ist ganz offen, der hat sich nicht mal versteckt. Ne? Und da spricht man in diesem Artikel, das ist so ein Zeitungsartikel, dass er die Aufgabe hatte zu prüfen, ob man diesen Manchurian Candidate machen kann. Also diese Menschen, die man programmieren kann, irgendwelche wie Attentaten oder irgendwelche militärischen Aufgaben auszuführen, ohne dass sie eine bewusste Erinnerung in ihrem Alltagsleben haben können, dass sie auch solche Sachen machen. Ne? Genau, nach MK Ultra, ob die zu Ende ist, weiß man nicht, aber offiziell ist das irgendwann, wann war das in den Ende 60er, Anfang 70er zu Ende gegangen, offiziell. Dann haben wir auch das Projekt Stargate, was eher in die Richtung geht. Also da wollten die erforschen, ob man, wie hieß das nochmal, Psychic Vision, glaube ich, heißt es. Also dass man zum Beispiel in der Zentrale von der CIA in den Staaten sitzt und sich aber Remote Viewing, also dass man dann von dort irgendwelche, sagen wir mal, militärischen Objekte in der Sowjetunion oder irgendwo sonst dann
wie sehen kann. Also dass man von der Distanz beobachten kann. Das ist dieses Remote Viewing. Dann haben sie Out-of-Body-Experiences auch studiert oder auch Telekinesis, also ob man dann von der Distanz Sachen beeinflussen kann. Also das waren schon sehr, ja, also das, was man mit paranormal bezeichnen würde, da haben sie das auch studiert. Es gibt wenige Unterlagen, oder zumindest ich konnte nicht mehr finden, die das beschreiben, was die Ziele von diesen Projekten waren. Auch richtig ein Projekt, das nennt sich Gateway. Das war in Zusammenarbeit mit dem Monroe-Institut, was dann über Bi-Oral, also über die unterschiedlichen Frequenzen, die an den beiden Ohren geschickt werden, dann bestimmte Frequenzen im Gehirn erzeugen soll, und das erzeugt wohl irgendwelche Out-of-Body-Experiences. Also die haben solche Sachen studiert, nachweislich. Das sind wirklich offizielle Unterlagen, die man lesen kann. Und die neuesten, jetzt aktuellen Sachen können man bei den NATO-Unterlagen lesen, die Cognitive Warfare. Und da sind wir auch mit der gleichen Sprache wie am Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie beeinflusst man Menschen, deren Verhalten, deren Denken? Und jetzt ich habe jetzt ein Dokument oder so ein Report von der NATO von 19. Dezember, glaube ich, also Dezember 25, also nagelneu, wo sie sich wirklich mit diesem Thema Cognitive Warfare beschäftigen. Also wie macht man das? Also was brauchen wir? Und das ist natürlich immer alles als, ja, wir müssen das wissen, damit wir uns schützen können, aber diese Forschung wird vorangetrieben. Genau, das sind so die Ziele, was so eher politisch, eher militärisch, das sind eher natürlich militärische Ziele, aber das ist ja ein Teil von der Politik. Das ist, was sozusagen an der Oberfläche bekannt oder auch zugegeben ist. Ja. Jetzt ist es ja so, ich habe da ja auch schon mal mit Michaela Huber drüber gesprochen, in ihrem Fall dann auch über diese rituelle Gewalt. Und es ist ja so, dass ganz vielen Menschen, Therapeuten als auch Betroffenen, nicht geglaubt wird und ihnen dann False Memory unterstellt wird. Gibt es da aus seiner Sicht einen systematischen blinden Fleck? Und warum fällt es, denkst du, Gesellschaften so schwer, sich mit solchen Realitäten auseinanderzusetzen? Blindes Fleck in Bezug auf ich habe jetzt die erste Frage nicht verstanden. Also wenn du sagst, gibt es einen blinden Fleck, was meinst du jetzt nochmal genau? Was denkst du, diese False Memory Bewegung, worauf basiert die? Also einerseits natürlich kann man sagen, okay, diese Menschen, die werden natürlich da, also diese Organisationen wollen ja nicht, dass das öffentlich wird, ne? Weil das ist ja eine Gefahr für die. Und gleichzeitig wird es vielleicht aber auch so sein, dass es einfach Menschen schwerfällt, sich damit auseinanderzusetzen. Die wollen sich vielleicht gar nicht damit auseinandersetzen und dadurch entsteht auch so eine Art blinder Fleck in der Gesellschaft. Weißt du, was ich meine? Genau, okay. Mit der Geschichte von dieser False Memory Syndrome Foundation habe ich mich auch in dem Artikel beschäftigt. Es ist so, dass das ist ein Paar hat das ins Leben gerufen, Pamela und Peter Fried, glaube ich, ist die Aussprache. Auch an der Uni Pennsylvania tätig. Das war ein Professor für Mathematik. Ich glaube, der lebt nicht mehr, deswegen spreche ich in der Vergangenheitsform. Und seine erwachsene Tochter, ich glaube, sie heißt Jennifer, hat ihn dann, ich glaube, nach einer Therapie des sexuellen Kindheitsmissbrauchs beschuldigt. Und das hat sozusagen, also vor allem die Mutter, Pamela, war da sehr engagiert in diese Entstehung von dieser Foundation, die er die Meinung vertritt, dass die Therapeuten ihren Klienten was suggerieren und solche falsche Erinnerungen erzeugen, die dann dazu führen, dass diese Menschen ihre
aus deren Sicht unschuldige Eltern dann was ganz Schreckliches beschuldigen. Das war in den 90er, Anfang der 90er. Genau, 93, glaube ich, ist die, 394 ist die entstanden, die Organisation. Dieser Professor Orne, den ich vorher mit diesem Manchurian Candidate erwähnt habe, der war dann eine sehr Schlüsselfigur in dieser Situation. Also Pam, also die Ehefrau, hat auch einen Therapeut gehabt, Harold Leaf, der ist selbst Psychiater, auch an dieser Uni. Die sind alle Kollegen sozusagen. Ne? Der beschuldigte Vater, der Professor für Mathematik, ist an der Uni Pennsylvania. Harold Leaf ist an der Uni Pennsylvania und Martin Orne ist auch. Und die involviert diesen Leaf und er ist Feuer und Flamme und will auch sich für diese neue Foundation engagieren, bringt dann auch diesen Professor Orne dabei, der ihn dann an einen Polygraph anschließt. Da ist so ein bisschen vielleicht doch diese Verbindung zu CIA nochmal. Also der hatte Zugang zu einem Polygraphen, so zu einem Lie-Detektor. Mhm. Und was mich umgehauen hat, weil das wusste ich nicht, das lernen wir nicht in der Psychologie oder in der Psychotherapieausbildung, ist, dass Aaron Beck, und das ist einer der Väter von der kognitiven Verhaltenstherapie, Alison Beck und Alice gelten als die Väter der Verhaltenstherapie, selbst Professor an der Universität Pennsylvania, wurde überzeugt, in den Scientific Board dieser Organisation beizutreten und hat sogar bei dem ersten Symposium, ich glaube, das war 94, dann auch einen Vortrag gehalten. Es gibt so ein Archiv an der Uni, wo man das sehen kann, dass er daran teilgenommen hat, aber ich habe leider keinen Inhalt von seinem Vortrag. Ich weiß nicht, worüber er gesprochen hat, aber es gibt ein Zitat von ihm, dass er der Meinung ist, dass diese Organisation was Gutes ist. Ne? Also das heißt, der Vater einer der zwei Väter der Verhaltenstherapie oder kognitiven Verhaltenstherapie war der Meinung, dass diese False Memory Foundation eine gute Sache ist, eine gute Initiative ist, eine valuable Initiative, glaube ich, war dann das Originalzitat. Und diese Harold Leaf, der eigentlich der Therapeut von der Frau ist und so weiter, der hat viele Artikel auch geschrieben und die sind alle sehr sympathetisch, also die sind eher pro diese Version. Ich habe mir eins davon durchgelesen und war nicht von der wissenschaftlichen Stärke dieser Argumentation überzeugt, aber das ist natürlich jetzt meine Überlegung. Ich glaube, was da versucht wurde, ist, viele renommierte Wissenschaftler an diesem Scientific Board zu holen, um eine Art von Legitimation für diese Organisation zu verschaffen, weil man sagt, ja, okay, guck mal, Aaron Beck ist Teil on the Science Board oder Orne, also esteemed Psychiatrist, ne? Also richtig sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten für diese Zeit sind auch in diesem Board und verleihen somit eine Glaubwürdigkeit oder eine Wissenschaftlichkeit oder eine Legitimation für diese Organisation. Das muss man sich angucken, auch als Gesellschaft, aber auch als Psychotherapeutin. Wir müssen uns mit der Geschichte unserer eigenen Fachdisziplin auseinandersetzen, um zu gucken, ob gegebenenfalls irgendwelche Bias, also wie nennt man Bias, also ob man solche Einflüsse bis heute hat, dass die Mehrheit der Therapeuten Angst haben. Und das ist Fakt. Also wenn ich mit Kollegen spreche, die haben Berührungsängste mit solchen komplexen Traumafolgestörungen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, tatsächlich irgendwelche falsche Erinnerungen einzupflanzen und lassen die Finger weg. Und das ist katastrophal, weil wir brauchen gute Therapeuten für die Betroffenen. Ja? Aber wenn wir nicht gut ausgebildet werden und dann auch noch mit diesen, ich nenne das jetzt mal Propaganda, dass wir jetzt irgendwelche falsche Erinnerungen induzieren können, bombardiert werden,
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir viele gute Therapeuten haben, die zur Verfügung stehen, sehr, sehr gering. Und das ist leider die Realität. Ja. Ich komme aus der Neurowissenschaft und ich lese neurowissenschaftliche Artikel super gerne. Ja. Ich habe auch so eine Zusammenfassung mal geschrieben vor 2-3 Jahren. Ich finde, die Belege von der Neurowissenschaft, die zeigen, welche Folgen auch in der Entwicklung des Gehirns frühkindliche Traumatisierung hat, das muss allen bekannt gemacht werden. Und es gibt keine wirklich für mich überzeugende wissenschaftliche Arbeit, die mir wirklich beweisen kann, dass ich eine Erinnerung in jemanden erzeugen kann. Ich glaube, was in den Staaten damals in dieser ganzen, man nennt es Hysterie, passiert ist, dass viele von den Therapeuten tatsächlich Hypnose benutzt haben als Therapiemethode. Und da war dieser Kritikpunkt, dass man unter Hypnose einiges suggerieren kann und dass man dem nicht vertrauen kann, was da unter Hypnose gesagt oder erzählt wurde. Aber ich finde, man muss es wirklich klar darstellen. Also kann man in einem normalen Gespräch, weil ich verwende keine Hypnose, ne? Also ich bin keine Hypnotherapeutin, ich bin klassische Verhaltenstherapeutin. Also ob man wirklich jemandem irgendeine Suggestion einpflanzen kann. Und es gibt nämlich auch Forschung, die genau das geguckt hat. Was findet man im Gehirn der Betroffenen mit einer dissoziativen Identitätsstörung und was ist, wenn man dann eine Gruppe von Menschen nimmt, die die Aufgabe haben, zu simulieren, zu schauspielen. Und das sind klare Unterschiede. Ich bin dafür, dass die Wissenschaft die wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen bekannt gemacht werden an allen Kolleginnen und Kollegen, sodass man wirklich anfängt, seriös darüber zu sprechen und sich auszubilden und nicht permanent nur Angst hat, oh, ich habe mal gehört und dann lasse ich die Finger weg, weil das katastrophal ist. Ja? Okay, das war wieder eine sehr lange Antwort auf nur die Hälfte von deiner Frage. Ja, und gleichzeitig, und das habe ich ein bisschen angesprochen, kommt es der Gesellschaft auch ein bisschen zugute, weil, wie ich ganz am Anfang des Gesprächs gesagt habe, für Menschen, die eine Empathie in sich tragen, ist der Sadismus ist unvorstellbar. Man kann sich und will sich nicht vorstellen, dass jemand in der Lage ist, grenzenlose Gewalt an einem kleinen Kind auszuüben. Das möchte sich keiner vorstellen. Ja? Und deswegen glaube ich, ist für viele so, okay, das sind falsch, also okay, gut, dann muss ich mich nicht weiter darüber auseinandersetzen, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Also vielleicht ja, was heißt vielleicht ja? Es gibt einen blinden Fleck. Und das sind so Zusammenspiele von Manipulationstechniken und aber auch diese Unwille ist vielleicht jetzt ein starkes Wort, aber Unvermögen, sich bestimmte Sachen vorzustellen. Ja. Ich würde gern zum Abschluss nochmal darauf zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt ja darüber gesprochen, dass psychologisches Wissen dazu genutzt werden kann, Menschen zu beeinflussen und zu konditionieren und das im destruktiven Sinne. Mhm. Aus deiner Sicht, mit dem Wissen, das du jetzt auch hast, was braucht eine Gesellschaft, um manipulationsresistenter zu werden und um die Freiheit des Denkens zu bewahren? Mhm. Humor. Politischer Witz, Humor. Aber erstmal Aufklärung natürlich. Also deswegen sitze ich vor Kameras, obwohl ich das gar nicht mag. Natürlich die Aufklärung, also einfach die Informationen und dann aber auch den Mut hinzugucken. Ne? Also jetzt auch, wo die Epstein-Files rausgekommen sind, sich dann nicht irgendwie mit nichts zu sehen zu beglücken, sondern wirklich da reinzuschauen, was steht da drin. Über Menschen, die ich als politische Figuren kenne. Ne? Also es gehört Mut, weil, wie ich schon anfangs gesagt habe, es erzeugt eine sekundäre Traumatisierung, wenn man anfängt, solche Sachen zu begreifen. Und das respektiere ich. Also deswegen verstehe ich auch, dass manche Leute sagen, das will ich nicht, ich habe die Kapazität nicht dafür.
Aber wenn wir uns als Gesellschaft ernsthaft damit auseinandersetzen wollen, brauchen wir den Mut, da reinzugucken und das auszuhalten, dass es wirklich solche Sachen passieren. Ja? Und dann natürlich die anständige Information darüber und nicht irgendwelche Propagandasachen, die dann immer noch passieren mit False Memory und was weiß ich nicht da. Ne? Und dann, wie gesagt, der Humor. Ja? Also, dass wir wieder anfangen, ich glaube, der Humor ist wichtig. Ich komme, wie gesagt, aus Bulgarien. Ich bin 1978 geboren, das heißt noch damals in der Zeit des Kommunismus. Und da gab es permanent, also in meiner Familie zumindest, mein Vater hat die ganze Zeit politische Witze gemacht. Alles mögliche an Witze, aber auch sehr viele politische Witze. Und so konnte ich als Kind schon lernen, wie wichtig es ist, diese politische Satire, um diese Distanz zu haben, um wirklich bestimmte Sachen zu erkennen, als dass es irgendwas Wahnsinniges oder als was ganz Unmenschliches ist. Also wenn man anfängt, wirklich drüber zu lachen zu können, hat man einen riesen Schritt in Richtung des selbstständigen Denkens getan, weil und das Lachen ist auch sehr wichtig als eine Resilienz gegenüber der Angst. Ja? Also Vertrauen ist die Hauptresilienz gegenüber Angst, Vertrauen in sich selbst, in das eigene Immunsystem, in das eigene Denken, in die eigenen Menschen um einen herum, in den Mitmenschen. Humor, das würde ich empfehlen. Mehr hochkarätige, jetzt nicht propagandamäßige Satire, sondern wirklich, ja, wir brauchen einen George Carlin für jetzt. Ja. George Carlin ist leider tot. Sowas brauchen wir. Also jemand, der richtig damals in den früheren Jahrhunderten, wo es noch Könige gab, die gibt es immer noch, aber da gab es diesen Hofnarr immer. Ne? Und das war wirklich die Figur, die dem König geholfen hat, Sachen anders zu sehen, weil dieser Hofnarr hatte ja, soweit ich weiß, die Funktion, die Wahrheit, wirklich so die nackte Wahrheit zu sagen. Ja? Wir brauchen den Humor, den würde ich mir wünschen. Und wie gesagt, den Wille, die Sachen uns anzugucken, die sehr wehtun. Aber die sind notwendig, weil die zeigen uns, wo wir unsere Vulnerabilitäten haben. Weil wenn wir weiterhin die Augen verschließen, heißt es, wir überlassen weitere Generationen von kleinen Kindern diese schrecklichen Folter. Also hinschauen, zusammenhalten und mit dem Humor, mit dem Lachen diese Erstarrung aufbrechen, damit endlich mal das Denken, das eigenständige Denken, die Leichtigkeit, die Distanz von dieser ganzen Propaganda entstehen kann. Und was denkst du hast ja vorhin davon gesprochen, dass also individuell wird man ja durch solche Gewalttaten gespalten und dann hast du das auch auf die Gesellschaft bezogen und hast gesagt, dass wir da auch gespalten sind. Was denkst du, kann uns als Individuum, aber auch als Gesellschaft helfen, wieder, du hast es so beschrieben wie eine Autoimmunerkrankung, wieder resistenter und auch als Einheit wieder stärker zu werden? Ja, diese Dialoge, die du jetzt auch auf deinem Format machst, wo man miteinander trotz unterschiedlicher Meinung spricht, weil das findet nicht mehr statt. Nicht mehr so frei, wo man wirklich 2 Konträren oder 3 Konträren oder 4 Konträren, ja, es muss nicht nur Black and White Ja und Nein sein, sondern man darf ja, also die Vielfalt soll eigentlich eher beim Denken sein, bei den Meinungen. Also das Miteinander sprechen, so dass man sich endlich mal wieder sieht, kennenlernt, ja, und merkt, okay, so denkst du und ich verstehe, warum du auch so denkst und hier so denke ich und lass uns mal darüber austauschen und gucken, ob wir auf irgendeinen oder auch nicht, ne? So dass endlich wieder Vertrauen entsteht, weil noch sind wir nicht in dem Vertrauen. Ich merke immer noch, dass Leute Angst haben, wenn jemand hustet, sofort, also der andere ist gefährlich. Der kann husten,
der kann irgendwelche gefährliche Gedanken haben. Wir haben immer noch, also jetzt nicht pauschal gesagt, aber es herrscht, glaube ich, immer noch Angst untereinander, unter den Menschen. Ja? Also wir brauchen das Vertrauen, die Beziehung wieder zueinander und dann, wie gesagt, das gemeinsame Lachen. Das wird uns wirklich zusammenbringen, wenn wir zusammen irgendwo singen, tanzen, lachen, uns wieder als Menschen begegnen und nicht als hustende Denker oder Querdenker, sondern als Menschen, die miteinander, was verbindet uns. Ne? Und was uns verbindet, ist die Lust am Leben zu sein und das Leben zu genießen und den Frieden, die Harmonie, solche Sachen. Ne? Ja, mehr Dialog, aber so richtig. Ja? Und nicht künstlich mit nur, ich will nur meine Meinung hier bestätigen, sondern wirklich Diskurs, Dialog, wie es früher mal möglich war. Ja? Ja. Das könnte hilfreich sein. Wir folgen der Tradition im Podcast und am Ende des Podcasts stellen wir mal diese Frage. Wenn du jetzt einen Satz an die Menschen rausschicken könntest, den sie alle lesen werden, welcher wäre das? Einen Satz. Danke, dass es dich gibt. Das ist der eine Satz. Wenn ich noch eine zweite SMS hinterher schicken kann, schicke ich einen Link zu George Carlin oder zu irgendeinem Humor. Aber ja, danke, dass es dich gibt. Das würde ich an allen schicken. Wo können die Menschen dich finden? Also meine Texte sind auf Substack, die können wir gerne verlinken. Da wird auch mein neuester Text hoffentlich erscheinen, bald. Ich schreibe eher auf Englisch, ich lasse sie dann aber auch, die werden auch auf Deutsch erscheinen. Ansonsten habe ich auf therapie.de ein normales Profil als Therapeutin, aber ich bin jetzt keine öffentliche Figur. Wie gesagt, ich habe zwar auf Telegram, ich schreibe da ab und zu mal Texte, aber ich habe jetzt nichts weiter als Kontakt außer meine Therapie-E-Mail-Adresse, die man auf therapie.de finden kann. Ja. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Valeria, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Danke für dieses sehr wichtige und sehr schöne Gespräch. Das war sehr angenehm mit dir. Danke. Danke.